Hallo Leute, ja, ich wollte heute eigentlich gar kein Video machen, weil ich so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, deprimiert bin, weil ich eben einen Fehler von mir bemerkt habe. Ja, und auch weil es einfach zeitlich eigentlich nicht drinne gewesen wäre, aber ich mache jetzt trotzdem ein ganz kurzes Video, weil unsere Kleine ist krank und die braucht deswegen ein bisschen mehr Aufmerksamkeit wie sonst und ist auch sehr überdreht, dadurch, dass sie halt nicht so fit ist. Und deswegen werde ich auch heute nicht allzu viel machen. Ja, wie ihr seht, das Monster wächst und wächst und wächst. Es ist jetzt schon fast so hoch wie die Decke mit dem Enclosure-Deckel oben drauf. Ja, zu dem Mist, den ich gemacht habe. Da liegt das Blech drinne. Und ich versuche gerade mal Licht anzumachen. Das geht aber, glaube ich, jetzt nicht. So, jetzt der Abschnitt mit Licht. Ja, wie ihr seht, ich habe das Blech spiegelverkehrt hier drinne, weil ich gesehen habe, dass es spiegelverkehrt leider im Repository drinne lag von Redrick. Aber habe es halt leider erst gesehen, nachdem ich es foliert hatte. Das ist dann halt das Blau, wo der ganze Drucker auch hinterher drinne werden wird, sag ich jetzt mal. Und ja, die anderen Bleche sind so gut wie fertig. Da fehlen jetzt nur noch 2 Deckbleche an den Seiten. Und dann sind die alle fertig. Die Fronttüren und so, das muss ich noch fräsen. Und dann ist das auch erledigt. Und ansonsten läuft jetzt alles wirklich wie am Schnürchen und nach Plan. Die Teile vom Enclosure haben alle sehr, sehr gut gepasst. Das ist übrigens dieser Inlet Spool Holder, weil ja ich aufgrund dessen, dass ich unter das Redrick Video gepostet hatte, dass es mir halt nicht gefällt, dass bei dem neuen die Spulen außen hängen, ich mehrere E-Mails bekommen habe und auch jemand im Video selber gepostet hat, das wäre doch keine Verschlechterung, sondern das wäre doch alles identisch. Die Spule würde doch bei dem normalen Redrick auch außen hängen mit dem Enclosure. Nein, ist es nicht. Sie hängt im Gehäuse. Das soll auch kein Vorwurf an irgendjemand sein, überhaupt nicht. Das ist eine rein informative Sache. Und das finde ich halt super, weil gerade bei Materialien, die halt eine Trocknungstemperatur haben, die mit dem Gehäuse, sag ich mal, gut zu erreichen ist, dann spart man sich auf jeden Fall komplett, ähm, ja, wie soll ich sagen, das Trocknen. Man muss sie ein bisschen vortrocknen und da ja die Rolle von außen nach innen abgespult wird, reicht die Wärme im Gehäuse dann aus, um die äußeren Spulen so weit zu trocknen, dass man halt durchdrucken kann ohne Probleme und es immer nachgetrocknet wird. Das fand ich persönlich halt jetzt bei dieser Variante hier perfekt. Ich weiß nicht, warum das jetzt nach außen gehangen worden ist. Das aber nur mal als Information für die, die halt mit dem Gedanken spielen, den 3.1er zu kaufen. Das wäre jetzt das Einzige, was mich am 3.1er im Moment so ein bisschen stören würde, weil der 3.1er an sich ist nämlich wirklich um einiges leichter konstruiert, sag ich mal. Also vom Gesamtaufbau her, das ist alles nicht so panzermäßig wie bei dem hier. Und dadurch auch vom Zusammenbau her, glaube ich, ein bisschen komfortabler. Man muss nicht so viele Schrauben reindrehen und sowas. Also der 3.1er wird mit Sicherheit richtig viel Spaß machen, wenn man da sich die Muße machen möchte und sich den Kit kauft. Weil eigentlich macht man mit dem Drucker jetzt so nichts verkehrt, sag ich mal. Weil das ist wirklich, bis auf die Probleme jetzt mit den Kabeln und die Kleinigkeiten, aber ich vermute mal, dass das hoffentlich nur bei dieser Variante hier war, weil das war ja der normale Dreier. Und es ist ja auch ansonsten konstruktiv alles geblieben. Ist es halt so, dass ich hoffe, dass diese Probleme nur hierbei waren und der 3.1er diese Probleme gar nicht mehr hat. Weil er hat ja auch hier unten einen anderen Aufbau bekommen. Also das heißt, das Panel sieht anders aus und auch die ganze Z-Aufhängung ist anders geworden. Die ist nicht mehr so, wie sie jetzt war. Die haben die komplett überarbeitet. Ich glaube, sie haben auch dickere Let's Screws reingemacht. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Könnt ihr ja gerne mal selber nachgucken, aber also ich persönlich würde trotzdem immer wieder mit Redrick gehen, auch wenn mir halt hier so ein paar Sachen aufgefallen sind, die nicht so schön waren. Aber ja, wer halt einen absolut perfekten Drucker haben will, der legt halt 30.000 Euro auf den Tisch und dann kriegt er einen Drucker, der halt immer in jeder Lebenslage perfekt läuft.
und auch, sag ich mal, out of the box. Der wird dann zusammengebaut, gebracht und dann funktioniert halt alles. Das ist halt, ja, aber eigentlich nicht so der Sinn der Sache für jemanden, der halt diesen Drucker jetzt, sag ich mal, in eine kleine Printfarm einbringen möchte oder so. Da sehe ich jetzt halt nicht so richtig den Sinn darin, dann so teure Drucker zu kaufen, wenn jemand halt wirklich industriell, rein industriell drucken möchte. Dann auf jeden Fall geht man sowieso ja mit industriellen Sachen. Und dann geht man auch mit Druckern, die halt definitiv auch ihr Geld wert sind und über 10, 12 Jahre ohne Probleme laufen. Wie das hierbei aussieht, kann ich jetzt nicht sagen. Aber da gibt es halt für den Hobbybereich, denke ich, ist er mindestens so gut wie der Voron. Beziehungsweise mir gefällt er sogar besser wie der Voron. Das habe ich aber auch schon in ein paar Videos so ein bisschen erwähnt und habe auch schon ein bisschen was dazu gesagt. Es liegt halt an der Z-Aufhängung einmal, dass er mir besser gefällt und auch daran, dass halt eben das Gantry oben fest ist, sich nicht bewegt und vor allen Dingen das Ganze nicht auf Riemen, sage ich jetzt mal, niedergelegt ist, hätte ich jetzt fast gesagt. Weil, ja, es gibt halt Leute, die sagen, der Riemen funktioniert genauso gut wie die feste Schraube, aber ich komme halt so aus dem, sage ich jetzt mal, Maschinenbereich, wo ich halt auch noch an Maschinen gearbeitet habe, die aus den 70er Jahren sind, auch CNC-Maschinen. Und da war halt alles massiv aus Metall, festgeschraubt, mit Schrauben, mit Zahnrädern, mit sonst irgendwas und nicht mit Riemen angetrieben. Und wenn Riemen dran waren, dann waren es diese speziellen verstärkten Riemen ähm, aus dem Industriebereich mit dem, ja, wie soll ich sagen, da ist ja irgendwie so ein Edelstahlgeflecht oder so drin. Und das hat ja nur auch nichts mit diesen ganz normalen Riemen hier zu tun, die jetzt hier auch verbaut sind. Die sind auch nicht schlecht, aber das ist für mich halt irgendwie nichts, was in ein Z-Gantry reingehört. Ich weiß, ihr werdet mich dafür wieder zerreißen, weil ich das gesagt habe, aber das ist halt nur meine persönliche Meinung. Das kann jeder machen, wie er möchte. Da habe ich auch ja, wie soll ich sagen, überhaupt keine Ambitionen dazu, jemandem da reinzureden. Ich finde den Voron auch super, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist kein schlechter Drucker, aber ich persönlich für mich bin halt jetzt mit dieser Variante gegangen und auch weil das Bett ja kinematisch auch verstellbar ist. Und wenn ich jetzt unten unter das Magnum da und würde noch eine Verlängerung drunter machen, wie die von Mellow, die ich im Moment am Testen bin, dann könnte ich ja auch sogar ohne Probleme dieses Kinematik-Bett nutzen und wirklich auch, sage ich jetzt mal, 20, 25 Grad schräg stellen, um Drucke zuzudrucken. Und deswegen bin ich eigentlich hier guter Dinge, dass ich da definitiv mehr mit anfangen kann für das, was ich vorhabe, wie mit dem Voron, wo das ja nicht mitgeht. Ja, hier seht ihr auch die Magnetplatte. Die Magnetplatte, die muss ich noch aufkleben. Das habe ich noch nicht gemacht, weil ich damals keine vernünftigen Maße gefunden hatte. Mittlerweile habe ich aber gesehen von dem 3.1er, das ist ja ziemlich identisch mit dem Bett hier. Und da gibt es offiziell auch Maße für und deswegen werde ich das jetzt ganz zum Schluss machen mit dem Aufkleben. Und das Pi-Sheet liegt ja auch schon hier. Das Pi-Sheet ist ein Frosted Pi, jetzt endlich. Frosted Pi ist da drauf und das dürfte eigentlich von der Haltbarkeit her ähnlich sein wie die Prusa-Platten, weil das sieht sehr, sehr hochwertig aus und ist auch in der Größenordnung so ausgelegt, dass es sogar ein bisschen übersteht, dass man den ganzen Druckbereich halt auch wirklich nutzen kann. Das finde ich halt auch nicht schlecht. Hier hängen auch noch die Kabel vom Heizbett. Die müssen noch hier unten, da ist es, weil ja jetzt das Blech davor hängt, müssen noch da durchgeführt werden, müssen noch gesleeved werden. Genauso wie halt hier das Ganze noch gesleeved werden muss und zusammen gemacht werden muss. Aber da habe ich jetzt gestern auch keine Muße gehabt, vorgestern auch keine Muße gehabt, nochmal zum Elektriker zu fahren und die Kabel zu holen. Deswegen habe ich jetzt erst einmal verstärkt hier an diesem ganzen Gehäusezeug und so weiter gemacht und werde jetzt hier die Folie wieder abziehen und auf der anderen Seite aufkleben, damit es da auch weitergehen kann. Und ich werde auch den Endschalter von dort auf diese Seite hier versetzen, weil dann kann ich hier unten durch das Loch mit durch und kann das hier einfach im Dings entlang legen und muss nicht noch ein extra Loch bohren, wie das in der Videoanleitung gezeigt worden ist. Ja, und das sind die Platten, die ich aus ABS gemacht habe. Die machen den Drucker hinten zu. Hier geht ja dann das Kabel komplett durch mit allem. Und
Das ist eigentlich auch eine schicke Sache, das funktioniert auch gut. Und vor allen Dingen kann man es auch bei Gelegenheit, wenn mal wirklich das sein sollte, wieder abschrauben und kann sogar hier noch eine, sag ich mal, Lüfterführung hinmachen und kann hier theoretisch sogar die Luft aus dem kompletten Enclosure absaugen, wenn der Druck fertig ist, und kann die durch den HEPA-Filter jagen. Da muss man gar nicht hier hinten irgendwo rumfuddeln, das ist alles Quatsch dann. Ja, dann würde ich sagen, war es das für diese Woche. Bis zum nächsten Video. Habt ein schönes Wochenende, lasst ein Abo da und aktiviert die Glocke, damit ihr nichts verpasst. Und bleibt alle gesund.